Hast du Lust, mit uns einen Film zu machen? Alle Informationen findest du in der Videobeschreibung. Seid gegrüßt, ich bin die Silvia von Echtes, dem Telegram-Kanal zu echtem Essen. Und heute geht es um ein Lebenskeimbrot. Aus 6 Sorten gekeimt, das heißt, da ist Hafer, Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste und Emmer dabei oder Urkorn. Dazu gibt es einen Sauerteigansatz, der mindestens 3 Tage schon mal gearbeitet haben sollte. Und wir fangen an, dass wir mit 50 Gramm Wasser, 50 Gramm Vollkornmehl. Dazu kommen jetzt nochmal jeweils 100 Gramm Buchweizen, Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne, Weizen-Vollkornmehl und haben Roggenvollkornmehl. Und im ersten Schritt geht es darum, dass der Sauerteigansatz mit den Keimen vermengt werden. Hast du eine bestimmte Reihenfolge, wie du das am besten machst? Vollkommen egal, kann man durcheinander rein tun. Der riecht gut. Das Ganze muss jetzt gehen an einem warmen Ort bei Raumtemperatur 5 Stunden. Man kann noch frische Hefe dazu nehmen, vor allem wenn die Gehzeit nicht so lange ist, weil man nicht die Zeit hat. So. Ja. Und dann können wir unseren Vorteig noch präsentieren. Dann haben wir jetzt hier den vorgegangenen Teig. Dazu kommt hier, in diesem Fall haben wir Weizen-Vollkornmehl und Roggenvollkornmehl, jeweils 100 Gramm. Und 100 Gramm, als sie noch nicht eingeweicht waren, Buchweizen, Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne. Wie lange weichst du die am besten ein? Optimal über Nacht, geht aber auch 1-2 Stunden. Hauptsache, dass Sie wirklich ein bisschen mit dem Wasser arbeiten können. Und jetzt kommen noch 20 Gramm Salz dazu. Wir stellen uns etwa 200 Milliliter Wasser beiseite, lauwarmes, falls wir noch Flüssigkeit brauchen. Ich denke, wir brauchen sie nicht. Und jetzt geht's ans Kneten. 10 Minuten kneten lassen, also dass es wirklich richtig homogen wird. Das ist kein Teig, der noch viel gefaltet oder geknetet werden muss, sondern der kommt dann gleich in die gefettete Backform rein und geht dann nochmal weiter und kommt in den kalten Ofen und wird dann 55 Minuten bei 240 Grad Ober-Unterhitze gebacken. Und ich nehme zum Ölen einfach etwas Olivenöl. Können wir dann schön ausstreichen. Und ein klein wenig von dem Vollkornmehl. Es können aber auch Haferflocken sein oder Leinsamen, was man außen drum herum haben will. In diesem Fall nehmen wir einfach ein bisschen Weizen-Vollkornmehl. Man sieht hier Kürbiskerne, noch im Ganzen. Kann man da jetzt noch mal eine halbe Stunde bis Stunde stehen lassen, zimmerwarm. Und dann kommt der Teig in den kalten Ofen. Zuvor glätten wir die Oberfläche mit dem Rest des Wassers und einem Löffel. Jetzt stellen wir den schon mal in den Ofen. Langsam an. Der braucht hier sowieso ein bisschen. So, etwa 240 Grad Ober-Unterhitze.
Und empfiehlt sich wirklich Ober-Unter-Hitze zu nehmen, weil da der Ofen länger braucht, um sich zu erwärmen. Bei Umluft ist er sehr schnell auf der Luft und er trocknet durch den Luftwirbel natürlich den Teig auch aus, weshalb man dann einfach mal mit Wasser ein bisschen reinsprüht, mit so einem Blumensprüher oder eine Schale mit Wasser in den Ofen mit reingibt. So, 55 Minuten. Wie lange haben wir das Brot jetzt im Ofen gehabt, als du das besprüht hast? Das ist jetzt die letzte Viertelstunde, also 40 Minuten. Kann man das dann schon direkt aus der Form rausholen oder erstmal noch lieber ein bisschen drin lassen? Ich würde das ein bisschen noch drin lassen, 5 bis 10 Minuten, dann kann man es rausstürzen. Einige Male ziemlich heiß geworden. Und zack. Ups. Das muss auch noch ausdampfen. Also man sieht, das Brot reift jetzt noch nach und zwar ziemlich. Dankeschön für das Brot. Hat uns sehr viel Freude gemacht, dass du Mir auch. uns gezeigt hast, wie man ein Brot macht. Da du das Video bis zum Schluss angesehen hast, bist du bereit, einen Daumen nach oben zu geben, wie man macht, auf YouTube und Telegram.